Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und du bist hier auf meinem Kanal, wo es immer dienstags ein Video zum Diamond Painting gibt und samstags ein Video zu meinen Häkelarbeiten. Ja, ich habe ein bisschen was gehäkelt die Woche. Ich war aber die Woche auch wieder arbeiten. Also ist es so, ja, ich bin so mittelzufrieden. Ich hätte gern ein bisschen mehr gearbeitet, also gehandarbeitet, aber gut. Trotzdem finde ich das hier völlig in Ordnung. Ja, starte ich als erstes einmal mit diesem kleinen Projekt. Aber bevor ich euch das genau erkläre, hoffe ich, ihr seid alle gesund und munter ins neue Jahr gestartet und gut reingerutscht sozusagen. Ich hoffe, es wird ein schönes Jahr für euch und es gehen die Sachen in Erfüllung, die ihr euch wünscht und die ihr euch vorgenommen habt. Ich drücke die Daumen. Ja, das Garn kommt dir vielleicht bekannt vor. Das ist einmal das Garn aus dem Teddy. Das Video oder wie ich es dir gezeigt habe, das kam, glaube ich, ja, am Montag. Und da habe ich auch diese Nadel gekauft. Und ich wollte ja beides ausprobieren. Die Nadel finde ich sehr schön. Ich finde es super, dass die halt ein bisschen länger ist vom Griff her. Ich habe sie aber meistens hier vorne. Dadurch passen jetzt leider meine Finger mit dem Muster hier nicht so überein, aber ich empfinde das jetzt nicht als störend zum Handarbeiten. Ich mag das ganz gerne. Ja, lässt sich auch gut häkeln. Das Garn rutscht sehr gut über die Nadelspitze. Also für 1 Euro finde ich die wirklich top. Also wirklich sehr gut. Ja, und ich habe hier mit dem Garn, da hatte ich ja die Luftmaschenkette bis zu dem roten Markierer im Video einmal angeschlagen, um es einfach nur zu testen. Und ich habe da jetzt noch mal ein paar Maschen dazu gehäkelt und dieses kleine, ja, ein bisschen so ein Zickzack-Muster gemacht für den Schal. Das Garn ist so ein bisschen fester, ein bisschen griffiger, aber jetzt nicht kratzig oder unangenehm. Ich habe 4 Knäule von dem Garn und die sollen alle in diesen kleinen Schal hier reinwandern. Genau. Ja. So, den nehme ich mal raus, den Markierer, und mache mir hier oben in meine Masche rein, damit die sich nicht aufzieht. Und dann hole ich noch den Markierer für meinen Wochenfortschritt zu markieren. Dann nehmen wir mal das schwarze Kätzchen. Ach, die sind so süß, die Markierer. Es sind ja unterschiedliche Farben. Na. So. Sehr schön. Total goldig, auch mit dem Schwänzchen hier unten von dem Kätzchen. Dem kleinen Fisch. Am Ohr, im Fell sozusagen. Wirklich sehr goldig, ja. Ja, das ist das eine Projekt. Einmal der kleine Schal. Und dann habe ich noch an einem Granny gehandarbeitet. Hier ist noch das Rostfarbene drin. Davon habe ich ja auch schon ein Granny gemacht. Und von dieser Farbe, die Anleitung von den Märchengarn
von dem Granny. Die Anleitung, die ist schon auf meinem Kanal. Ja, ist ein Unibobble. Es ist von den Märchengarnen. Alle Garne, die ich jetzt hier in der Tasche habe und nutze, hier sind von den Märchengarnen. Aber halt Reste. Das war in meinem Wollpaket drin und die Sachen brauche ich jetzt auf. Der Rost, der war sozusagen als Goodie, konnte man sich den dazu aussuchen. Das hier ist auch von den Märchengarnen aus meiner Reste-Box, aus meinem Wollpaket, so rum heißt es. Und da handarbeite ich gerade dieses Granny. Das ist immer so im Wechsel. Einmal diese Noppenmasche und dann hier die Stäbchenreihe. Finde ich auch sehr schön. Ich bin jetzt gerade erst am ersten Farbwechsel von dem Garn. Das Garn wird auch bestimmt noch für den zweiten reichen. Zumindest gehe ich davon aus. Und wenn nicht, dachte ich, nehme ich den Rost einfach noch dazu. Denn ich möchte das gerne schön aufbrauchen. Das Ganze häkle ich mit einer 4er Nadel. Das hier Granny. Da kommt jetzt auch ein Maschenhalter hin, damit ich mir das nicht so aufziehe einfach. Und dann auch noch einen Markierer. Von den Kätzchen habe ich ja ein paar, die habe ich neu und deswegen möchte ich die gerne benutzen. Einmal das graue Kätzchen. Ja, das ist jetzt sozusagen die zweite Sache, die ich gehäkelt habe. Ich glaube, ich hatte sie dir das letzte Mal am Samstag gezeigt. Da waren die ersten 2 oder sogar schon die 3. Reihe zum Teil da. Die 4. Reihe meine ich. Denn das hier, die 2., die 3. und hier von der war, glaube ich, auch noch ein Teil da. Aber da hatte ich gar keinen Markierer gesetzt. Das habe ich irgendwie da verpeilt. Aber gut, jetzt ist er dran. Ja, das ist einmal das Granny, was ich noch häkle. Dazu werde ich auch noch eine kleine Anleitung machen. Man kann ja auch hingehen und hier aus dem Granny auch einfach nur ein Tuch häkeln. Dann hört man halt nach den ersten beiden Reihen hier auf, nach der ersten Ecke, und setzt sich hier noch Stäbchen rein für den unteren Teil des Tuches, für die nächsten Spitzen sozusagen, und dann kann man das auch als einfaches Tuch häkeln. Ja, und dann kommen wir eigentlich zu meinem Sorgenkind, so ein bisschen, aber nur ein bisschen. Das ist einmal der Bobbel von Miss Pimpinella in vierfädig, 900 Meter. Das ist die Nummer von dem Bobbel. Und für mich sieht der irgendwie so aus wie so eine Seerose, muss ich ja sagen. 50 Baumwolle, 50 Polyacryl hat der. Und jetzt mache ich ganz kurz zuerst den Maschenhalter rein, dass mir das nicht aufgeht. Und dann zeige ich dir das Muster von dem Tuch. Ich musste ein bisschen probieren und versuchen und habe es auch schon noch mal aufgezogen gehabt, weil es mir nicht so gefallen hat, wie es war. Und ja, ich denke mal jetzt, ich muss noch eine Kleinigkeit daran testen, aber ich denke mal, jetzt ist es auf einem ganz guten Weg. Ich hatte geguckt, ich hatte in Pinterest geguckt, wie man in
ein Häkelprojekt kleine Herzchen reinhäkeln kann. So, und das habe ich hier getan. Ich glaube, so sieht man die ein bisschen besser, aber ich finde es halt noch nicht so perfekt. Also die sind mir noch ein bisschen, ja, ich hatte mich erst an die Anleitung gehalten, aber das hat mir dann nicht so gefallen irgendwie. Ja, und dann fange ich halt an und probiere aus und teste, wie es mir gefällt. Und ich muss sagen, hier die bisschen kleineren Herzchen hier, die gefallen mir definitiv besser wie die großen Herzchen hier. Ich weiß gar nicht, kann man das überhaupt erkennen, dass das Herzchen sein sollen? Ja. Und ja, das muss ich halt noch ein bisschen austüfteln, wie ich das mache. Ich habe mich erst, wie gesagt, an die Anleitung da, die war ja kostenlos oder ist kostenlos, habe ich mich dran gehalten. Aber das hat mir dann nicht so zugesagt. Außerdem möchte ich es als ein Tuch machen und die Anleitung war als Schal. Also nur die Reihen so gerade hoch. Ja, aber ich dachte, wenn ich das ja gerade machen kann, dann kann ich es auch auf der anderen Seite machen. Ja, mal gucken, was das noch gibt. Also ich muss noch ein bisschen tüfteln. Der untere Teil gefällt mir gut von dem Herzchen, aber hier oben das sagt mir irgendwie noch nicht so ganz zu. Oder ob ich hier dann halbe Stäbchen mache, dass das halt ein bisschen runterkommt. Ja, das muss ich noch ein bisschen austesten. Da bin ich mir wirklich noch sehr, sehr unsicher. Aber ich finde so an sich, das Muster passt auch sehr schön zu dem Bobbel, finde ich. Ja, aber es muss sich noch ein bisschen ergeben, das Tuch sozusagen. Und das merke ich dann immer erst, wenn ich häkel, wie mir das gefällt, wie es mir zusagt. Ja, und erst dann kann ich dazu auch vielleicht eine Anleitung machen, wenn ich weiß, dass es so und so gut funktioniert. So, nächste Kätzchen in Weiß. Die kleine Süße. Minka. Die erinnert mich an eine Minka. Ich hatte ja früher immer Katzen. Ich liebe Katzen. Aber jetzt so mein Filou im Sommer ist der gestorben mit 16 Jahren. Freigänger. Jetzt haben wir keine mehr geholt, weil ich das einfach problematisch fand mit dem Hund. Ja. Also ich weiß nicht, ob sich das noch, ob die sich dann zusammen vertragen oder nicht. Ja, genau. Und das war das dritte Projekt, an dem ich gehandarbeitet habe. An meinem Hexagon habe ich nicht weiter gehäkelt, weil ich hier an dem Tuch rumgebastelt habe. Und ich bin so eine Person, mich ärgert das dann, wenn das nicht funktioniert, wie ich mir das denke. Und dann muss ich so lange tüfteln, bis ich einigermaßen zufrieden bin und denke, ja, darauf kann ich aufbauen. Deswegen hat das ein bisschen länger gedauert einfach. Aber gut, das ist halt so. Was will man machen? Ne? Aber trotzdem finde ich, es sind 3 ganz hübsche Projekte. Was meinst du denn dazu? Gefällt es dir oder hättest du vielleicht noch ein anderes Muster, wo dir im Geiste rumschwebt, wo du sagst, das würde vielleicht auch noch gut dazu passen? Das kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, deine Woche ist super gelaufen und du hattest, wie gesagt, einen super Start in das neue Jahr. Und dann würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und hören. In diesem Sinne, bleib gesund, mach's gut. Tschüss.